Im Jahr 2021 begann Jonas, ein erfahrener Ranger mit über 10 Jahren Berufserfahrung im Tsavo-Ost-Nationalpark, seine morgendliche Patrouille. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, die unbefestigten Wege aufmerksam zu beobachten, um Anzeichen von Gefahr im Reservat zu erkennen. An diesem Morgen war die Luft klar und der Gesang der Vögel zu hören, doch Jonas spürte etwas Ungewöhnliches tief im Wald. Als er die rote Schotterstraße entlang fuhr, sah er plötzlich 2 kleine Elefanten, die regungslos mitten auf dem Weg knieten. Beide hielten die Köpfe gesenkt, ihre Körper zitterten leicht, was Jonas sofort alarmierte. Er hielt an und beobachtete die Tiere mit dem Fernglas aus der Ferne, um die Lage sorgfältig einzuschätzen, bevor er sich näherte. Es waren keine ausgewachsenen Elefanten in der Nähe zu sehen, was ihm die Ernsthaftigkeit der Situation verdeutlichte. Nach einer Weile erkannte Jonas, dass die beiden Elefanten noch recht jung und nach stundenlangem Nichtstun erschöpft waren. Leichte Schleifspuren am Boden zeigten, dass sie versucht hatten, aufzustehen, aber gescheitert waren. Als er näher kam, hörte Jonas das angestrengte Atmen der beiden Jungtiere. Ohne zu zögern, meldete er sich sofort im Zentrum und bat um sofortige Hilfeleistung durch das Notfallrettungsteam. Jonas näherte sich ihnen von der Windseite, um keinen zusätzlichen Druck auszuüben und die beiden Elefanten nicht in Panik zu versetzen. Als er nahe genug herangekommen war, entdeckte er, dass jedes ihrer Vorderbeine in einem erhöhten Erdabschnitt feststeckte, unter dem sich Metall verbarg. Ein alter Metallstreifen entpuppte sich als eiserne Falle, die von früheren illegalen Aktivitäten zurückgelassen worden war. Die beiden Elefanten zitterten leicht, als sie versuchten aufzustehen, was darauf hindeutete, dass sie schon lange in dieser Lage waren. Einer der Elefanten streckte seinen Rüssel nach Jonas aus, als suche er bei dem einzigen Menschen in der Nähe Bestätigung. Jonas sprach leise, um die Atmosphäre ruhig zu halten und die Anwesenden nicht noch nervöser zu machen. Er markierte das Gebiet und errichtete einen provisorischen Zaun, um Fremde fernzuhalten und so zu verhindern, dass sie sich versehentlich näherten und Ärger verursachten. Der Wald wurde unheimlich still, nur das Rascheln der Blätter im leichten Morgenwind war zu hören. Jonas bat das Rettungsteam, ausreichend Betäubungsmittel, Werkzeug zum Öffnen der Fallen und Spezialausrüstung mitzubringen. Er beobachtete die Lage weiterhin aufmerksam und war bereit einzugreifen, sollte sich der Zustand der beiden Elefanten verschlechtern. Das Rettungsteam traf in kürzester Zeit mit einem Spezialfahrzeug voller Ausrüstung ein. Jonas und der Teamleiter besprachen rasch eine Vorgehensweise, um die absolute Sicherheit für Elefanten und Menschen zu gewährleisten. Sie teilten sich in 2 kleine Gruppen auf, von denen sich jede einem Elefanten in einer zuvor festgelegten sicheren Richtung näherte. Der Tierarzt hatte die für Gewicht und Alter des Elefanten geeignete Narkosemitteldosis vorbereitet. Die erste Narkosespritze wurde dem ersten Elefanten mit einem Spezialgerät ferngesteuert in die Schulter verabreicht. Nach wenigen Minuten wurde seine Atmung gleichmäßiger und rhythmischer, ein Zeichen dafür, dass das Medikament wirkte. Der zweite Elefant war nervös, daher musste das Rettungsteam den richtigen Moment abwarten, bevor es ihn narkotisieren konnte. Als das Tier den Kopf senkte, verabreichte der Tierarzt mit höchster Präzision eine zweite Narkosespritze. Nachdem sich beide entspannt hatten, überprüfte das Rettungsteam sorgfältig die Lage jeder Falle. Jonas benutzte einen weichen Schutzschild, um das Team zu schützen, falls der Elefant plötzlich leicht reagieren sollte. Der Tierarzt überwachte sorgfältig die Atmung jedes einzelnen Tieres, um sicherzustellen, dass die Narkose während des gesamten Eingriffs stabil blieb. Alle Mitglieder arbeiteten schweigend zusammen und schufen so einen sicheren und stabilen Raum für die Rettungsaktion. Das Rettungsteam begann, den umliegenden Boden auszugraben, um das alte, unter der Erde vergrabene Metall freizulegen. Durch die angesammelte Erde ist der Zugang zur Fangvorrichtung schwierig und erfordert absolute Geduld. Jonas legte weiche Polster unter die Füße des Elefanten, um ihn zu schützen, während er die Falle Stück für Stück öffnete. Zwischen den beiden Metallteilen wird eine kleine Hydraulikvorrichtung eingesetzt, um langsam eine Lösekraft auszuüben. Es war ein leises metallisches Klirren zu hören, aber der Elefant blieb still, als die Betäubung ihre Wirkung entfaltete.
Als die Falle für den ersten Elefanten weit genug geöffnet war, befreite Jonas vorsichtig dessen Bein. Die Techniker überprüften kurz, ob das Bein in Ordnung war. Sie wandten sich dem zweiten Elefanten zu, bei dem die Falle enger saß, wodurch sich der Vorgang verzögerte. Der Techniker veränderte den Winkel des Geräts, um unnötigen Druck auf die Beine des Elefanten zu vermeiden. Der Tierarzt überwachte jeden Atemzug, um sicherzustellen, dass alle Vitalfunktionen des Elefanten stabil waren. Nach einigen Minuten Geduld schuf das Gerät einen ausreichend großen Spalt, sodass sich die Falle ausdehnen konnte. Jonas nutzte die Gelegenheit, um das Bein des zweiten Elefanten vorsichtig und sicher aus der Falle zu befreien. Das Team atmete erleichtert auf, als beide Elefanten befreit waren. Sie wuschen den Schlamm um die Füße, um reizende Rückstände zu entfernen. Die leicht geschwollene Haut wurde mit einem antibakteriellen Mittel behandelt, um eine reibungslose Heilung zu gewährleisten. Der Tierarzt untersuchte nach der Rettung jeden Bereich der Elefantenbeine sorgfältig mit einer speziellen Lampe. Kleinere Abschürfungen wurden vorsichtig mit einer unbedenklichen Lösung gereinigt, um Infektionen vorzubeugen. Um ihnen das Gefühl zu geben, sich im wachen Zustand wohler zu fühlen, werden leichte Schmerzmittel verabreicht. Jonas baute einen provisorischen Unterstand, um zu verhindern, dass die grelle Sonneneinstrahlung direkt auf den Körper des Elefanten fiel. Die beiden Elefanten wurden auf die Seite gelegt, damit sie beim Aufwachen nicht das Gleichgewicht verlieren. Das Rettungsteam dokumentierte den gesamten Zustand und den Behandlungsablauf zur späteren Überwachung. Der Tierarzt bereitete das Gegenmittel vor und achtete darauf, dass die beiden Elefanten zum optimalen Zeitpunkt aufwachten. Das Medikament wurde in jedes Hinterbein injiziert, um den gerade befreiten Bereich nicht zu beeinträchtigen. Nach einer Weile begann der erste Elefant, seine Ohren leicht zu bewegen, während seine Atmung schneller wurde. Seine Augen öffneten sich langsam, sein Blick noch etwas verschwommen, aber nicht mehr so angespannt wie zuvor. Auch der zweite Elefant bewegte sich allmählich, öffnete langsam die Augen und fand sein Gleichgewicht wieder. Jonas hielt einen sicheren Abstand und ließ die beiden Elefanten selbst entscheiden, wann sie aufstehen wollten, ohne Angst zu haben. Nach einigen Versuchen konnten beide Elefanten stehen, noch etwas wackelig, aber völlig stabil. Die beiden Elefanten machten ihre ersten vorsichtigen Schritte und spürten wieder das Gewicht auf ihren Vorderbeinen. Das Rettungsteam folgte ihnen aus der Ferne, um sicherzustellen, dass sie das Gebiet problemlos verlassen konnten. Eine andere Gruppe von Rangern setzte eine Drohne ein, um die Elefantenherde in der Nähe der fernen Graslandschaft zu orten. Sobald die Herde ausfindig gemacht war, führte Jonas die beiden Elefanten sanft auf dem sichersten Weg. Aus der Ferne ertönte der vertraute Ruf der Elefantenmutter, der die beiden aufgeregt machte. Sie beschleunigten schnell, jeder Schritt sicherer, als sie sich der wartenden Herde näherten. Die Elefantenherde begrüßte sie mit freudigen Lauten und schuf so einen berührenden Moment des Wiedersehens. Jonas trat zurück und beobachtete, wie die beiden kleinen Elefanten sich der Herde anschlossen. Sein Herz war von unbeschreiblicher Freude erfüllt. Das helle Sonnenlicht erhellte den Tsavo-Wald und spiegelte die Erleichterung des gesamten Teams nach ihren unermüdlichen Bemühungen wider. Die beiden Elefanten blickten Jonas an, ein stiller Dank an denjenigen, der sie gerettet hatte. Jonas versprach im Stillen, sich auch weiterhin dem Schutz der Natur und der Verhinderung jeglichen Schadens für Tiere zu widmen. Die Geschichte endet in der Stille des grünen Waldes, wo die Hoffnung von hingebungsvollen Hütern entzündet wird.